Der Rheinsteig. Spektakulärer Wanderweg mit einer der größten Burgendichten Europas. Sagenhaft schön und märchenhaft. So, ich begebe mich jetzt auf die erste Wandertour meines Lebens und ich bin sehr gespannt, ob ich das auch als Anfängerin hinbekomme und was das mit mir macht. Wandern gilt ja als ideal für Naturliebhaber und Jobgestresste. Gesund und entspannend. Und der Rheinsteig ist ein echter Klassiker. Unsere Tour startet oberhalb des Deutschen Ecks in Koblenz. Direkt hinter der Festung Ehrenbreitstein geht's für mich los. Hier beginnt für mich der Rheinsteig und es hieß, dass ich immer nur diesen Schildern folgen soll. Dass man sich nicht verirren kann. Das ist mein erstes. Jetzt suche ich das nächste. Das ist ein bisschen wie Schnitzeljagd, glaube ich. Von Bonn bis Wiesbaden führt der 320 Kilometer lange Rheinsteig durch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Wir haben uns für das obere Mittelrheintal entschieden und erleben eine Urlaubsregion für die ganze Familie mit märchenhaften Burgen, mit Wein, Bootstouren und regionalen Köstlichkeiten. Gleich zu Beginn ein echtes Abenteuer. Etwa 8 Kilometer von Koblenz entfernt mündet der Rheinsteig in die Ruppertsklamm. Ein etwa 1,5 Kilometer langer Rundweg. Hierfür schließen wir uns einer Wandergruppe an. Mit dabei ist der Oberbürgermeister von Lahnstein, Lennart Siefert. Er ist schon als kleiner Junge durch die Klamm gelaufen. Die Rheinsteig-Etappe durch die Ruppertsklamm dauert etwa 2 Stunden. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Gerade bei nassem Wetter sollte man besonders aufpassen. Ja, aber hier passiert ja auch viel, ne? Guck mal, hier ist wieder ein Baum umgefallen. Ja, also ich war nach dem starken Regen, den wir jetzt hatten vorletzte Woche, war ich selber noch nicht in der Klamm. Da müssen wir mal gucken, ob wir durchkommen. Die Ruppertsklamm überwindet einen Höhenunterschied von 235 Metern. Seit 1936 ist sie als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Mir ganz groß raus mit meinen wasserdichten Schuhen. Wir sind ja jetzt fast alleine hier, ne? Ist das normal, dass hier so wenig los ist? Nee, also ich glaube, wir haben genau den richtigen Tag abgepasst, ein bisschen bedeckt und Wochentag, Vormittag, da ist es ein bisschen weniger los hier, aber am Wochenende da ist schon hier die Hölle. Das ist schon mal der erste Tipp, ne? Wenn man es ein bisschen ruhiger haben will, in der Woche los, am Vormittag, wenn das Wetter so ist wie heute. Genau. Zuerst geht es ganz entspannt über einen relativ flachen Waldweg, über kleine Holzbrücken, Steine im Bachbett entlang moosbewachsener Felsen. Wir sind gespannt, was noch kommt. So langsam wird es steiler. Ja, Augen auf bei der Berufswahl mit Höhenangst. Das ist ja wirklich mit Steigeisen hier. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass Wandern so anstrengend ist. Es ist ja Bergsteigen hier. Doch spazieren gehen ist das. Die steilen, felsigen Abschnitte sind mit Drahtseilen gesichert. Dankeschön. Ich krieg keine Hand. Ja. Du hast dich hilfebedürftig ausgesehen. Danke. Ich habe nicht hilfebedürftig. Sehr gut. Jetzt hier an dem Felsen entlang. Ja. Immer schön am Seil entlang.
Würdest du sagen, dass das ein Weg ist, den auch Anfänger gehen können? Also ich bin ja eine Anfängerin. Du gehst ja, ich hätte auch gesagt, also man kann das schon machen, man darf sich halt nicht überschätzen. Also das ist, man muss halt langsam machen, bedächtig und nicht hier durchrasen. Also für Trittsicherer ist das natürlich immer einfacher, aber jemand, der noch nie gewandert ist, der kann das durchaus machen, wenn er vorher mal vielleicht 2-3 Mal mehr als eine Stunde gelaufen ist. Aber dann vorsichtig, bedächtig gucken, wo die Füße hingesetzt werden, damit dann eben nichts passiert. Und dann an den Stellen, wo wir die Geländer haben, ja, die sicheren Geländer, die auch nutzen oder die Drahtseile. Lennart, Ja, man hatte mir gesagt, es geht von Weinanbaugebiet zu Weinanbaugebiet. Ich hoffe, da oben ist eins. Also Lahnstein ist jetzt nicht bekannt für Wein. Wir sind eher eine Bierstadt. Das ist auch irgendwie skurril, oder? Ich meine, da sind so gefährliche Stellen, wo man sich entlanghangelt, wo so viel passieren kann. Jetzt ist hier so eine kleine Brücke, aber ein richtig ausgewachsenes Sicherheitsgeländer. Ja, das muss auf jeden Fall sein. Wenn jemand über eine Brücke geht und fällt runter, das wollen wir hier nicht riskieren. Anja, das machst du auch viel, ne? Gucken, ob das alles noch in Ordnung ist. Unter anderem, also vor allem sind es die Wegepaten, die wir hier am Rheinsteig haben. Die machen das ehrenamtlich. Die laufen jeder seinen Abschnitt 2-mal im Jahr ab und berichten dann mir. Und ab und zu bin ich auch selber unterwegs dann, aber vorrangig machen das tatsächlich die Wegepaten. Und die gehen dann durch, gucken, ob die Beschilderung passt, machen dann die Markierung neu. Und wenn was Größeres ist, dann kriege ich die Nachricht und gebe es dann meistens, je nachdem, wenn es ein Lahnstein ist, dann geht es dann an Lahnstein und dann müssen die ausrücken und dann Hand anlegen. Das heißt, ihr arbeitet hier gut zusammen. Es geht nur zusammen. Hier gerade im Mittelrheintal, wenn man die Touristen hier haben will, dann ist dieses Kirchturmdenken, das muss weg. Es geht nur zusammen. Mit von der Wanderpartie ist Lilly Kürten, die ich schon kenne. Die Sprachtrainerin und Influencerin wohnt etwa 30 Minuten von hier entfernt und begleitet uns gerne ein Stück auf dem Rheinsteig. Lilly, wie bereitest du dich denn üblicherweise auf Reisen vor? Du reist ja auch viel, ne? Ja, und ich reise super dokumentierst viel. es auf Instagram. Ja, da ich 90% der Zeit alleine reise, habe ich dann schon ab und zu mal den Drang zu gucken, worauf ich mich einlasse. Und dann würde ich jetzt nicht herkömmlich auf Google einfach Rheinsteig oder so mal eintippen, sondern ich würde auf Instagram gucken. Weil da weiß ich einfach, dass die... Was machst du dann? Gibst du den Hashtag Ja, Rheinsteig genau. ein auf Instagram? Richtig, und du kannst ja auch nach dem Ort gucken, nach der Location. Und dann sehe ich ja die Fotos, die Leute machen. Und das ist halt auch so die Zielgruppe, die ich ja auch bin. Also ich sehe einfach anhand der Posts, das sind jüngere Menschen, das sind reiselustige Leute. Ja, und dann kriege ich so ein bisschen Überblick. Ich habe das Gefühl, dass es auch ein wahnsinniger Trend ist auf Social Media. Dieses ganze Hiking, dieses ganze Thema Outdoor, dass es immer mehr auch zu einer Lebensweise wird. Dass man rausgeht in die Natur, auch bei jungen Leuten, die viel digital unterwegs sind. Ja. Klar, wir sind jetzt seit 2021, hat Rheinsteig jetzt auch einen eigenen Instagram-Account. Und da guckt man dann natürlich jeden Morgen dann mal eine halbe Stunde durchscrollen. Gucken, was für Hashtags, also was für Bilder wurden wieder gepostet, wo waren die unterwegs, die Leute. Ja, also da kriegt man schon sehr viel mit, dass da dann die jüngeren Leute auch mittlerweile das Wandern für sich entdeckt haben und hier auch viel unterwegs sind. So wie wir. Die ganz jungen Leute sind jetzt hier unterwegs. Oberhalb der Schlucht soll es einen fantastischen Blick über Lahnstein geben. Man kriegt mich hier bestimmt nicht weg, kann ich schon sagen. Ja. Verzweifeln einige vielleicht, aber ich liebe das einfach hier. Also das ist so meine Heimat und wenn man dieses Heimatgefühl irgendwie beschreiben kann, dann ist es auf jeden Fall, wenn ich hier in dieses Tal gucke, auf die Stadt gucke, wo einem dann wirklich so das Herz aufgeht, auch wenn man länger an schönen Orten unterwegs war, dann zieht es mich doch immer wieder hierhin zurück. Der Rheinsteig wartet mit einer besonders hohen Burgendichte auf. Viele von ihnen wurden zerstört, einige wieder aufgebaut und in manchen kann man sogar übernachten. Beeindruckende Zeitzeugin einer vergangenen Epoche ist die Marksburg, die einzig nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein.
Lilly und ich stapfen hoch und treffen Michaela Vari, unsere Burgführerin. Hallo, freut mich sehr. Ich darf das öffnen? Perfekt. Und der ist original, oder? Originalgröße. Okay. In der 800-jährigen Burggeschichte gab es zahlreiche unterschiedliche Besitzer. Die Herren von Eppstein, die Grafen von Katzenelnbogen oder das Herzogtum Nassau. Heute kümmert sich die Deutsche Burgenvereinigung um das alte Gemäuer. Ich finde das so krank, die Vorstellung, dass die hier einfach gesessen haben und darauf gewartet haben, irgendwen abzuballern. Das war hier eigentlich nicht der Fall. Nee? Weil, Aber hier also stehen das- noch Kanonen. Ja, ist richtig. Aber hier oben auf der Burg wurden die tatsächlich nur zum Salutschießen benutzt. Ah, okay. Wenn Könige und Würdenträger auf dem Fluss entlang fuhren. Und dann natürlich ohne Kugeln. Was ist das denn hier für eine kleine Kanone? Hat die ein eigenes Minifenster? Das wird wohl auch eher zum Salutschießen genutzt worden sein. Das mal an. Also ich glaube nicht, dass die viel Wirkung hatte. Ja, das ist aber, da musst du aber gut zielen. Der Wert und die Bedeutung der Marksburg liegt vor allem in ihrer vollständigen Erhaltung als Wehranlage mit Rittersaal, Burgküche und Folterkammer. Eine Reise ins Mittelalter. Ja, aber das sind ja teilweise Methoden, die werden ja heute noch in diversen Ländern angewendet. Folter diente dazu, ein Geständnis zu bekommen. Und um das zu erreichen, wurden als erstes all die scheußlichen Instrumente gezeigt. Und wenn derjenige dann nicht gestand, dann wären sie zum Einsatz gekommen. Wenn das jetzt geringere Verbrechen waren, wurden dann nach dem Geständnis Ehrstrafen ausgesprochen. Dazu gehören die Masken, die ihr da seht. Also die Maske links zum Beispiel mit der langen Nase wurde Saukopf genannt. Jemanden zur Sau machen kommt daher. Das sind halt lauter solche Dinge, die alle tatsächlich ihren Ursprung im Mittelalter noch haben. Und was hat jemand gemacht, der zur Sau gemacht wurde? Der hat zum Beispiel eine zweite Dame als Herzensdame gehabt. Ein Betrüger. Ja, Ach, Männer wurden früher auch mal bestraft dafür? Männer und Frauen. Ich hatte immer den Eindruck, dass nur die Frauen bestraft Ja, wurden. am Anfang war es wohl erst hauptsächlich Frauen, später aber wohl für beide. Weiter geht's in die Schlafgemächer. Kommt rein. So müsst ihr euch ein Für-Neben-Gemach vorstellen, also den privaten Wohn- und Schlafbereich der Herrschaft. Und Menschen waren auch definitiv kleiner. Ja, das war sogar für 2 Erwachsene gedacht. Oh Gott, nebeneinander? Wir dürfen das Bett ausnahmsweise ausprobieren. Ja, Mensch, das ist ja richtig bequem. Ich finde, es müffelt ein bisschen. Ja, auch. Nichts ist so korrekt, aber perfekt. Wunderbar. Ich gehe als Herr durch. Ja. Hoho, schöne Maid. Wollen Sie mein Burgfräulein sein? Ja, absolut. Was haben Sie für ein Gerät in den Händen? Das lernen Sie noch irgendwann. Wie ihr seht, haben wir hier direkt hinter den speisenden Herrschaften die Toilette. Aber die Türe, die hat innen keinen Riegel. Denn diese Türen, die blieben offen. Die wurden im Winter geschlossen und wenn die Burg angegriffen wurde, denn im Falle eines Angriffs war das ein ganz gefährlicher Bereich. Der Boden, der ist sehr offen. Das war wie ein Loch in der Wohnzimmerwand. Und so hatten die Menschen Angst, Feinde, die man da unten im Graben eingesperrt hatte, könnten auf diesem Weg in die Burg gelangen, um von innen das Tor zu öffnen. Durch die Toilette? Durch die Toilette ist auch des Öfteren passiert. Ey, das ist ja lebensgefährlich. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank echt einen großen Hintern. Aber wenn du einen kleinen hast, fällst du da gerade durch. Was soll ich jetzt dazu sagen? Komm raus. Wir machen schnell zu, damit keine Feinde in die Burg kommen.
Weiter auf dem Rheinsteig, in der Nähe von Lahnstein bei Vilsen, treffen wir einen Wandercoach. Danach geht's auf die andere Rheinseite in das romantische Städtchen Boppard. Und dann auf dem Schiff nach St. Gorshausen sind wir mit der Loreley höchstpersönlich verabredet. Wandern soll sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Das will ich genauer wissen. Der Pfälzer Erwin Schottler ist Wanderlehrer und hält Vorträge über Natur und Bewegung. Der frühere SEK-Beamte kam erst spät zum Wandern. Erwin, was ist für dich das Tolle am Wandern, dass du es so gerne tust? Erstens mal kriegst du beim Wandern Ruhe in dir selbst. Das stimmt. Ja? Die Farbe Grün beruhigt, das wissen wir. Das stimmt, ja. Unser Hirn nimmt 1 Million Farben wahr. Du bist bei dir, in der Ruhe liegt die Kraft. Also würdest du sagen, dass das Wandern sowas ist wie so ein natürliches Antidepressivum? Genau, genau so ist es. Und es hält jung? Das hält jung. Ja. Wie alt bist du denn, Erwin? Darf ich das fragen? 73. 73? Ja. Und immer noch so gut zu Fuß? Wer aufhört anzufangen, hat angefangen aufzuhören. Noch eine Weisheit. Erwin Schottler, Büro für gute Laune. So meldet sich der Wanderpapst am Telefon. Ja, und wenn jemand bei mir beim Wandern, ach, weißt du, oh, das Wandern, da kriegt man keine Luft. Und da habe ich gesagt, wer Luft hat zum Jammern, hat auch Luft zum Wandern. Ne? Manche gehen ins Fitnessstudio, ja, und haben den Knopf im Ohr und finden das gut. Und da bist du entdigitalisiert in deiner natürlichen Umgebung. Ja. Und holt dich wieder dorthin, wo du herkommst. Dieses Menschsein, das erlebst du ganz einfach. Ja? Du bleibst irgendwo stehen und siehst was, machst dir Gedanken drumherum und bist dann mit deinen Gedanken dort. Ja? Und nicht mit dem Handy, ach Moment, ich muss noch mal. Wir machen das entdigitalisiert. Hast du dein Handy? Ich bin jetzt mit dir zusammen und da habe ich für mich und für uns kein Handy. Erwin? Ja. Da kommen 2 Damen. Ah. Wandersfrauen. Wanderfrauen. Hallo. Das ist eine wunderbare Begegnung. Wie viele Kilometer habt ihr schon hinter euch? Es waren Genussetappen, aber heute spüren wir die Beine. Also, gestern hatten wir selbstgemachten Zwetschgenkuchen mit und haben dann noch Käsekuchen gegessen. Also es war schon sehr genussreich dieses Mal. Diesen Genussaspekt, den hatte ich jetzt noch gar nicht. Es ist schon sehr schön, wenn man nachmittags einen Kuchen und einen Kaffee kriegt. Heute waren wir auf der Burg, auf der ersten. Und abends einkehren natürlich. Also ich meine, wir sind ja hier am Rhein. Weiter vorne gibt's Wein. Was gefällt euch am besten hier am Wandern? Die Aussichten auf den Rhein, wie er sich so schön durch die Täler schlängelt. Es ist einfach wirklich eine fantastisch schöne Gegend. Also ganz besonders. Wir sind genussreich auf dem Weg. Dann viel Spaß, ne, für den nächsten Wanderurlaub. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Und jetzt erwartet mich Erwins nächste Lektion, Wandern mit Stöcken. Also ich fahre Ski, ne? Da benutze ich die Stöcke auch. Aber zum Gehen wüsste ich jetzt nicht, wozu ich die gebrauchen soll. Es ist eine Hilfe, weil die Energie wird ja dann geteilt, abgerufen aus den Beinen ja, und aus den Armen. Du gehst leichter. Wenn du gehst, schwingen die Arme und du drückst dich einfach ab. Ne? Und unterstützt dich im Vorwärtsgehen. Nicht auf die Stöcke achten, geh einfach nur spazieren und schleif die Stöcke. Einfach schleifen, dass du in den Rhythmus kommst. Ah ja. Genau. Na, so in den Rhythmus kommst. Und wenn das stimmt mit dem Rhythmus, und du hast ein paar Mal trainiert, und dann kannst du auch, während du gehst, dich abstoßen. Ja, mache ich gerade schon. Stimmt, und das dann geht gut. Die Arme unten lassen, nicht hochgehen. Also die Hände nie höher als dein eigener Nabel. Alles, was du im Fußgelenk, Kniegelenk, Hüfte, ja, wird dabei entlastet.
So, und was ist jetzt der Unterschied zum Nordic Walking? Nordic Walking ist Skilanglauf ohne Ski. Du bist jetzt in der Loipe und machst einen langen Schritt, so lang wie der Schritt geht, ja? Und drückst dich mit den Stöcken ganz kraftvoll nach vorne weg. Und Nordic Walking ist das beste Rückentraining aus meiner Sicht, was es gibt. Zack, zack, zack. Nein, lass die Stöcke hängen. Ja. Ja, langsam, langsam. Und lass die Schritte nicht so hacken, sondern so, genau, langsam mit. Ne? Das ist schwerer, als ich dachte, also von der Technik gut. her. Das Nordic Walking, wenn wir jetzt Nordic Walking Kurs machen würden, Ja? da bräuchten wir etwa eine Stunde, bis das Bewegungsbild drinnen Ach, ist. da haben alle Schwierigkeiten, nicht nur ich. Am Anfang. Der Anfang, ich sah dann schon, wir machen LLL. Was ist LLL? Lächeln, langsam laufen. Ja? Erstmal lächeln, weil zum Lächeln brauchst du so viel Energie wie zum Jammern. Nur das Lächeln bringt mehr. Na? Okay? Okay. So, schön im Schritt bleiben. Jo. Ja? Und nach vorne gucken. Dann hast du nämlich auch den Schulter-Nackenbereich gut im Griff. Wandern mit Stöcken entlastet also Gelenke und Muskeln, während Nordic Walking mehr auf Kondition und den Muskelaufbau zielt. Hallo. Ich lerne gerade Laufen mit Stöcken. Das ist gar nicht so einfach. Das ist für Fortgeschrittene. Ja. Glaubst du, dass man am Ende, auch wenn man gestresster Manager ist, wenn man sich die Zeit fürs Wandern nimmt, am Ende sogar effektiver ist in seiner Arbeit? Natürlich. Obwohl man ja eigentlich Zeit weggenommen hat von der Arbeit fürs Wandern? Nee, du gibst dir die Zeit. Es gibt ja den Spruch, ich nehme mir die Zeit. Nee, ich gebe mir die Zeit. Die Natur ist die größte Seelentankstelle und die beste, die es gibt. Ja? Das stimmt. Die ist 24 Stunden geöffnet, kostet keinen Eintritt. Kein Monatsabo. Kein Monatsabo. Ja. Ja? Wie sieht denn dein soziales Wohlempfinden gerade aus mit mir hier auf der Bank? Ich könnte mir im Moment nichts Schöneres vorstellen. Ich hatte so ein bisschen Angst, als du eingeatmet hast. Erwin Schottler ist ein echtes Pfälzer Urgestein. Eine Type, würde man sagen. Einer, dem man nichts vormachen kann. Denn er hat die Menschen kennengelernt in seinem bunten Leben. Oh, ein Riesling. Darf ich das? Unbedingt. Darf ich servieren? Ein Riesling. Danke. Stopp. Mein Gott. Mein Gott, scheiß Erwin. Guter Wein in Maßen genossen. Schade, da in große Menge nichts. Würdest du sagen, es ist nie zu spät, um anzufangen mit dem Wandern? Na, genau so ist es. Es ist nie zu spät. Ja, Bewegung ist Leben. Ohne Bewegung ist alles nichts. Ja, schau raus. Das Wandern ist die allerbeste Therapie für ein lebenslängliches, glückliches Leben. Darauf stoßen wir an. Prost, lieber Erwin. Und danke für dieses tolle Erlebnis mit dir. Wir fahren auf die andere Rheinseite. 5 Autofähren gibt es am Mittelrhein zwischen Koblenz und Rüdesheim, denn auf fast 90 Kilometern gibt es keine einzige Brücke. Die Fähren sind die einzige Möglichkeit, auf die andere Seite zu gelangen. Und ein Ausflug auf die andere Rheinseite lohnt sich.
Viele historische Orte säumen das Rheinufer. Boppard ist ein typischer Weinort des oberen Mittelrheintals mit zahlreichen Restaurants und Weinlokalen. Das älteste noch bestehende Fachwerkhaus von 1519 beherbergt heute ein kleines Café. Mit dem Sessellift geht's hoch zum Vierseenblick auf 322 Meter. Von hier aus haben wir eine grandiose Aussicht auf die größte Rheinschleife. Vierseenblick heißt es, weil man von hier oben 4 Streckenabschnitte des Rheins sehen kann. Der Lift ist von April bis Ende Oktober geöffnet. Die Loreley, jener sagenumwobene Felsen im Welterbe Oberes Mittelrheintal, wurde erst in der Romantik zum mystischen Ort. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand die Sage um die blonde Jungfrau, die mit dem gleichnamigen Felsen zum deutschen Wahrzeichen wurde. Wir treffen Katharina Blankhardt. Sie ist für 2 Jahre zur Miss Loreley gewählt. Seit 1950 finden die Misswahlen statt. Wir nehmen das Schiff den Rheinsteig entlang Richtung St. Gorshausen, vorbei am berühmten Loreley-Felsen. Also für mich war es tatsächlich so eine Art Kindheitstraum gewesen. Ich komme aus St. Gorshausen, bin hier im Mittelrheintal aufgewachsen, habe hier studiert. Und das ist einfach das, was ich meine Heimat nenne. Und ich bin stolz darauf, für meine Heimat werben zu dürfen. Und ist das sowas, was Mädchen hier in der Region, wovon sie träumen, einmal die Loreley sein? Ist das so ein Sehnsuchtsamt? Kann ich mir schon gut vorstellen, ja, weil natürlich als Mädchen ist natürlich dieser Prinzessinnentraum, das lange Kleid zu tragen, den Kamm zu haben, die Haare bürsten zu dürfen und einfach auch diesen Mythos, der ja natürlich für Weiblichkeit, aber auch für Schönheit steht, dass man den eben auch selbst abbilden darf. Würdest du uns den Loreley-Mythos denn mal erklären? Und zwar der Loreley-Mythos, der geht in die Rheinromantik zurück, tatsächlich auf Clemens Brentano, der damals in dieser Zeit hier gelebt hat und sich von der Region so ein bisschen inspirieren hat lassen für sein Schreiben. Die Romantik. Genau. Und das geht eben auf sein Gedicht zurück, dass die Loreley eine junge Frau war, die hier gelebt hat und so schön war, dass sie die Männer einfach in ihren Bann geführt hat. Sodass dann dadurch sich dieser Mythos auch entwickelt hat, dass die Loreley dort oben sitzt, die Männer betört, verführt mit ihrer Schönheit und die Schiffer dann gegen den Fels zerschellen. Also eine gefährliche Schönheit, weil sie so betörend ist. Genau. Also hier sind wir jetzt gerade an den feindlichen Brüdern, die beiden Burgen. Hier in Kamp-Bornhofen sieht man ja auch, die eine schwarz, die andere weiß. Da oben die beiden? Ja, genau, da oben die beiden, die Sternberg und die Liebeneck. Und die Sage geht darauf zurück, dass eben 2 Brüder dort gelebt haben, jeder in seiner eigenen Burg, die sich eben ganz verfeindet waren und Rivalen waren. Und darauf geht die Sage zurück, dass sie sich gegenüberstanden. Und deswegen sieht man auch, da ist immer noch eine kleine Mauer zwischen den beiden Burgen. Also es gibt schon viele Sagen und Geschichten hier Absolut, in der Region, ja. ne? Nicht nur die Loreley. Ja. Rund um den Rhein und seine Burgen gibt es unzählige Sagen. Die der Loreley ist sicher die bekannteste. Moin, moin, Herr Kapitän. Hallo, moin, moin. Die Hamburgerin muss mal kurz auf die Brücke kommen. Guten Tag. Hallo. Ganze Flotten von Ausflugsschiffen stehen im oberen Mittelrheintal bereit. Besonders beliebt die Fahrt zum Loreley-Felsen. Ich habe jemanden mitgebracht und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht in Angst und Schrecken versetzt, weil es ist die Loreley. Die versetzt mich nicht in Angst und Schrecken. Nein. Sie ist genauso ein Rheinkind wie ich auch. Ist der Fluss eine große Herausforderung für einen Kapitän? Der Rhein, ja.
gerade jetzt hier die Gebirgsstrecke, die ist relativ knifflig, sagen wir mal. Ja? Untiefen, Felsen, die im Wasser lauern, deswegen auch die Legende der Loreley. Und vor allen Dingen sehr hohes Schifffahrtsaufkommen. Ja? Da muss man höllisch aufpassen. Meine ganze Familie war schon auf dem Fluss. Meine Großeltern, meine Eltern. Alle als Kapitäne, als Schiffsführer? Teils als Schiffsführer, teilweise als Maschinenpersonal. Ja. Meine Frau sagt immer, da ist kein Blut, da ist Wasser drin. Und zwar Rheinwasser. Ja, natürlich Rheinwasser. Und dann ist es soweit, der Loreley-Felsen. Am Fuße des Felsens bei St. Goarshausen steht auf einer Hafenmole die Loreley-Statue. Der Kapitän dreht für die Passagiere extra noch ein paar Runden. Und wir sind Drillinge und das ist unsere kleine Schwester. Wie ist es für euch, jetzt hier mit der Loreley zu reisen auf dem Schiff? Das haben wir die nur von Weitem gesehen, auf dem Felsen oben sitzen. Ja. Das ist immer unter. Jetzt bin ich heute hier. Ich sage immer, ich darf in einer so tollen Region hier dadurch arbeiten, repräsentieren. Und wenn ich dann so Tage habe wie heute, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt, das ist doch super. Also besser geht's gar nicht. Was wisst ihr denn über den Mythos Loreley? Naja, dass die Schiffe untergegangen sind. Ja. Jedenfalls der Sage nach zu urteilen. Ne? Ja. Das stimmt, weil die Frau einfach zu schön war da oben. Das Gute ist, wir haben sie an Bord. Ja. Ja? Der Kapitän hat schon gesagt, es ist relativ sicher jetzt. Also, dann ist ja schon mal. Weil sie sitzt nicht mehr auf dem Fels. Wir brauchen nicht nach oben gucken. Ich habe schon als kleiner Junge von der Loreley gehört. Ja. Konnte mir das aber nicht so ganz richtig vorstellen. Ja. Nun habe ich es persönlich erlebt. Ja. Sie ist ja noch hübscher, als ich gedacht habe. Ja, ne? Ja. Vielen Dank. Ja, wirklich. Aber ich möchte mir gerne mal den Kamm ausleihen. Ja, sehr gerne. Darf ich mal? Natürlich. Denn der soll magische Kräfte haben, habe ich gehört. Wenn ich jetzt meine Glatze ein bisschen kämme, dann wachsen in 3 Tagen die Haare wieder. Das müssen wir aber in 3 Tagen dann kontrollieren. Ja. Hallo, freut mich sehr. Wir sind jetzt gut 6 Jahre verheiratet. Manchmal glauben meine Augen nicht, wieso Deutschland hat so schöne Fachwerkhaus. Schöner als gemacht. Ich war erstmal Zähler. Und die Augen nicht mehr zu. Das ist ganz erfassungslos, so schön, wunderbar schön. Also ich habe gelesen, dass die Japaner sogar in der Schule schon das Loreley-Lied lernen. Ist schon skurril, oder? Ich kann's nicht. Ja, und ich muss wirklich sagen, also da scheint was dran zu sein, weil wenn die Japaner kommen, ist es ganz oft auf dem Felsen, man steht da wirklich mit einer japanischen Gruppe und die stimmen das Lied an, auf Deutsch. Auf Deutsch? Ja. Ist doch irre, oder? Und könnt ihr auch das Lied singen von der Loreley? Natürlich. Woher könnt ihr? Ich kann das gar nicht. Wo habt ihr das gelernt? Wir sind zur Schule gegangen. Ich bin auch zur Schule gegangen. Er schaut nur hinauf in die Höhe. Und das hat mit ihren Singen die Loreley getan. Bevor wir uns wieder die Wanderschuhe anziehen, besuchen wir noch eine Besonderheit im oberen Mittelrheintal. Etwa 12 Kilometer von St. Goarshausen entfernt, direkt am Rheinsteig, liegt ein Gestüt, in dem seit über 40 Jahren arabische Pferde gezüchtet werden. Für mich als begeistertes Pferdemädchen natürlich ein Muss.
Früh am Morgen werden die Stuten auf die Weide gelassen. Und wir sind mittendrin. Jetzt kann die auch raus. Dann geh mal. Oh, die ist ja ganz gemütlich. Komm, wir gehen jetzt auf die Weide, da ist frisches Gras. Wie sind die Araber eigentlich hier an den Rhein gekommen? Weil die wohnen ja eigentlich in Ägypten. Wir haben 1971 4 Stuten importiert. Die waren alle von einem ganz berühmten Hengst, der hieß Duhotmos. Und die sind aus dem ägyptischen Staatsgestüt gekommen, in Kairo. Und dann haben wir halt mit Hengsten, die schon da waren, fremden Hengsten, zum Beispiel mit dem Hengst Kaisun, das war ein Staatsgeschenk von Präsident Nasser an die Bundesrepublik. Und der stand im Duisburger Zoo. Und dann sind wir mit unseren Stuten dann in den Zoo gefahren zum Decken. Und so kam dann die Nachzucht. Und das sind alles rein ägyptische Pferde. Das heißt, Mutter und Vater gehen auf die Stutenlinien von El Zahra, das ist das Staatsgestüt in Kairo, zurück. Okay. Komm, kleiner Mann. Jetzt darf ich eine Stute mit ihrem natürlich noch sehr ungestümen Hengstfohlen auf die Weide führen. Halfter ab oder nur Strick ab? Nee, Halfter ab. Ja, toll machst du das. Was für ein schöner Hengst. Der kommt erst noch ins halbstarken Alter. Ich bin im Glück. Im totalen Glück. Das Wandern macht Spaß, aber das macht Spaßer, würde ich sagen. Ihr seid ja richtig bekannt, ne? Also wer sich mit Arabern auskennt, der kennt auch euch. Ja, wir sind eines der ältesten Arabergestüte. Wir haben ja seit 1971 die Zucht der ägyptischen Reinblutaraber. Vorher hatten wir Araber aus der Linie von dem Staatsgestüt Marbach. Aber wir sind halt eines der ältesten Gestüte, die in Deutschland sind. Reinhild hat noch eine Überraschung für uns. Fohlen füttern. Was genau ist das jetzt für Milch? Das ist so eine spezielle Fohlenmilch. Die wird angerührt mit warmem Wasser. Und das ist speziell abgestimmt mit den ganzen Nährstoffen und Vitaminen und was die so brauchen. Ja, komm. Ja, auf geht's. Komm, ja, schnell. Guck mal. Guck mal hier. Das da tiefer. So. Tiefer? Ja, so. Komm, Nazar. Komm her, komm. Auf. Hier, komm. Hier, komm. Dafür, dass ich das machen kann, hat sich jeder Aufstieg bei dieser Reise gelohnt. Ab. Komm. Der ist ja außer Rand und Band. So, jetzt gibt's was. Und da kommen wir jetzt so auf 9 Liter am Tag, was die trinken. Ja. Und Sie kriegen auch schon so ein bisschen Fohlenstarter dazu, ja, ne? Die fressen Fohlenstarter, ganz begeistert. Die fressen Quetschhafer, die fressen Heu. Och Menno, du bist das Niedlichste der Welt. Hier diese Milchnase mit den Milchtropfen. Alles alle. Alles alle. Möchtest du noch mal gucken, ob wirklich nichts mehr drin ist? Ja. Deine Flasche, ne? Du Freches. Du Freches. Oh, guck mal, jetzt beißt er sie, weil die was zu essen hatten, er nicht. Also wirklich. Das geht aber nicht. Sag mal.
Ey, das sind die Jungs, oder? Ja, ja. Da siehst du mal, Stute, brav, lieb, Hengst, benimmt sich. Ich will jetzt nicht sagen wie offene Hose, aber unmöglich. Achtung, jetzt kommt er wieder. Ja, Freundchen. Du Lümmelchen. Nein, nein. Ja. Nein. Erziehungsmaßnahme. Mit ein bisschen Glück können Wanderer vom Rheinsteig aus die Araberpferde beobachten. Es lohnt sich. Zurück in St. Goarshausen. Von hier aus startet die Königsetappe des Rheinsteigs. Auf 21,5 Kilometern Länge warten 750 Höhenmeter An- und Abstiege auf uns. Ziel ist Kaup. Wieder dabei Lilli und Anja. Neu dabei Familie Hönig und eine echte Mittelrheinerin, Ute Grassmann. Auf Einzelschicksale wird keine Rücksicht nehmen. Gottes Willen. Das ist der Wahlspruch hier. Genau. Und außer mir schwächelt keiner. Solange ich nicht zusammenkrache, kracht hier keiner zusammen, weil ich bin das Älteste. Die Königsetappe macht ihrem Namen von Anfang an alle Ehre. Von St. Goarshausen steigen wir die ausgetretenen Stufen aus Stein hinauf. Noch etwa eine Stunde bis zum Plateau auf dem Loreleifelsen. Ja, kommt mal her, ich zeige euch was. Willst du es mal probieren? Unbedingt. Das ist echter Kerbel. Und wenn du eine Kartoffelsuppe machst mit Sahne und Lachs und den frischen Kerbel da rein und da tut schon eine halbe Schoppe. Bis zum 7. Himmelreich. Aber mit einem halben Schoppen ist alles lecker, oder? Ja, das stimmt. Guck mal, das hier, das steht ganz hoch unter Naturschutz. Das ist ein Felsenahorn und der ist vor 10.000 Jahren hierher gekommen. Vor 10.000 Jahren, da hörte die Eiszeit auf und da wurde es warm und da ist der hier eingewandert. Den gibt es ganz selten nur noch. Ich habe den auch noch nie gesehen. Nee, kannst du auch nicht. In Hamburg gibt es ihn nicht? Nein. Hat hier sein nördlichstes Verbreitungsgebiet. Ach so, ja gut. Ein Acer Mons Pesolanum, habe ich lange geübt, bis ich das konnte. Burg Katz Privateigentum. Das ist eine Burg der Katzenellenbogen, erbaut im 14. Jahrhundert. Und die hat einen Riegel gebildet, einen Zollriegel zwischen der rechten und der linken Rheinseite und hat das Hinterland, wo die Katzenellenbogen daher sind, auch gesichert. Die haben 12 Burgen gehabt, die waren unendlich reich. Die Herkunft des Namens ist nicht endgültig geklärt. Mit Katze oder Ellbogen hat es jedenfalls nichts zu tun. Katzenellenbogen war eine Grafschaft im Heiligen Römischen Reich, die zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert am Mittelrhein bestand. Ute hat mir gerade gesagt, dass hier die kleinen Mooselfen wohnen. In den Löchern. Es gibt manche Pflanzen, wenn man da einen Kranz von flechtet und zieht ihn auf, dann kann man sehen, wer eine Hexe ist. Bin ich jetzt eine Hexe? Nee, du kannst sehen, Ich wer kann eine sehen, ist. wer eine ist. Bin ich eine? Jetzt gehen wir, jetzt ist genug aus. Dein Blick sagt alles. Oben angekommen sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Loreleifelsen. Das ist ja toll, Ute. Da kann man sich ja die Verpflegung beim Wandern einfach abpflücken. Wilde Brombeeren. Wilde Brombeeren,
Auf dem Loreley-Felsen steht eine weitere Loreley-Statue, ein beliebtes Fotomotiv. Ich bin, da kann schon mal sein. Entlang des Rheinsteigs gibt es zahlreiche Schutzhütten. Sie bieten, wie der Name schon sagt, Schutz vor Unwetter und laden zu einer gemütlichen Pause ein. Oh Gott. Oh, ihr habt ja tolle Sachen dabei. Da sieht man, dass ihr fortgeschritten seid beim Thema. Oh, Melone sogar. Und du hast auch was Frisches? Okay, ich kann jetzt mal zeigen, was ich habe. Ich habe genau das hier. Okay. Oh, euer ist toller. Jetzt könnte man ja denken, dass du bist ja 15, so in dem Alter bist, wo man vielleicht eher mal in der Disco ist. Oh, okay, du guckst schon so. Als jetzt auf dem Wanderweg mit den Eltern. Ich glaube, ich würde Wandern definitiv Disco vorziehen. Ich bin nicht so ein Mensch, der so laute Musik so wirklich mag. Wandern ist eigentlich was Schönes. Das mache ich auch schon irgendwie immer, soweit ich mich erinnere. Habt ihr eure Tochter hinten aufgeschnallt und mitgenommen? Ja? Ja. Wann sind denn die meisten Touristen hier? Wahrscheinlich doch im Sommer, ne? Oder? Nein, also in der Regel ist es hier so, dass eher in den, ich sag mal ab Ostern bis in den Juni rein und dann wird es ein bisschen ruhiger und dann fängt es im September, Oktober wieder an. Im September haben wir sehr, sehr viele Veranstaltungen hier am Rhein rund ums Thema Wein und Feuerwerk und ja, das geht dann wirklich noch bis in Oktober, Mitte November rein. Weil ganz viele das Thema Wandern auch für sich entdeckt haben. Das ist eigentlich auch als Familie ideal. Du triffst dich mit Freunden und sagst, ach komm, sollen wir mal eine Runde laufen? Und dann geht's mit Sack und Pack los und man ist 2 Stunden unterwegs, hat ein nettes Picknick dabei, jeder bringt was mit, so wie das heute auch ist. Das ist perfekt. Prost! Prost! Nach 30 Minuten Fußmarsch ein weiteres Highlight. Der Aussichtspunkt Spitznack. Für mich mit Höhenangst eine echte Herausforderung. As I went down in the valley to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, Father, let's go down, let's go down, come on down. Oh, Father, let's go down, down in the valley to pray. As I went down in the valley to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Die letzten Kilometer auf der Königsetappe. Siehst du den Weg? Ja. Wir haben ja ganz viele Wildschafe, die heißen ja Muffels. Das sind die mit den großen Schneckenhörnern. Kann man Muffels? reinblasen, ja, kann man reinblasen, als Tröte nehmen. Und die kommen hier runter, guck. Das siehst du so ein Weg, ist auch ganz frisch hier. Ja. Da sind die Nacht runtergekommen, guck. Die leben hier wild, oder? Ja, ja, jede Menge. Ja. Ach so. Ja, ja. Ach nee, lieber nicht. Nee. Und gegen Ende noch mal ein steiler Aufstieg. Diese Etappe hat es wirklich in sich. Belohnt werden wir mit einem tollen Ausblick auf den Ort Oberwesel.
Am nächsten Morgen. Wir nähern uns Kaup, bekannt durch die ehemalige Zollstelle Burg Pfalzgrafenstein und durch die spektakulär steilen Weinberge, die oberhalb des Ortes liegen. Was ist das denn? Ein armer Wanderer zu lahm. Ein Weinautomat. Ein Weinautomat. Personalausweis? Ja, ich dachte, das ist eine Attrappe. Das sieht aus, als ob das ein Scherz ist hier oben. Man soll hier wirklich seinen Personalausweis durchziehen? Grün. Nein, jetzt öffnet sich die Tür. Genug. Aber guck mal, die Kasse ist eine Vertrauenskasse. Ihr müsst euch nur noch klären, wer es bezahlt. Stopp. Na, einen winzigen Schluck. Tschüss, Schatz, sofort, gell? Warmer Wein ist aber auch... Da bist du schmerzfrei. Sei gell? doch dankbar, dass es überhaupt einen gibt. Prost. 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 Ruhig schaffen. Prost. Was für ein süßer Automat. Es läuft sich auch leichter, wenn man ein bisschen was getrunken hat, oder? Ja, hier haben wir so einen Stein. Jetzt im Spätsommer dauert es nicht mehr lange bis zur Weinlese. Peter Bahles führt die Weinbautradition seines Urgroßvaters fort mit regionaltypischen Weinen, vor allem dem Riesling. Guten Morgen, Frau Grassmann. Also wenn man Höhenangst hat, dann kann man hier überhaupt keinen Wein anbauen, oder? Doch, das bisschen Training, bisschen Übung und der Wille muss da sein. Sind denn alle Ihre Weinanbaugebiete, Berge so mit so einem Steilhang? Ja. Oder gibt es hier auch Flächen? Nee, also hier bei uns in Kaup gibt es keine Flachlagen. Wir haben nur Steillagen und auch Steilstlagen. Wenn das aufwendiger ist, Weintrauben an so einem Steilhang großzuziehen, darf der Wein dann auch mehr kosten aus Steillagen? Sollte er. Und das versuchen wir natürlich auch. Das Problem ist, dass sich die Steillage an sich nicht schmecken lässt. Ja? Also ein guter Wein aus einer Flachlage kann genauso gut schmecken wie bei uns. Wir müssen also dem Kunden schon zeigen, wo der Wein herkommt, damit er sagt, Mensch, das gefällt mir, das finde ich wichtig, das unterstütze ich. Und schmecken muss es natürlich, sonst geht gar nichts. Also alle, die sich trauen, jetzt hier runter, die anderen warten hier. Ja, aber Vorsicht. Ja. Sag mal, Peter, aber ungefährlich ist das hier auch nicht rumzukraxeln, oder? Ja, man knickt auch schon mal mit dem Fuß um. Deshalb ist das Schuhwerk auch nicht ganz das Optimale, was du da anhast. Ich wusste nicht, dass wir an einem Steilhang rumklettern würden, so früh am Morgen. Ja. Geht's? Ja, geht. Sieht nur ein bisschen komisch aus, aber es geht. Sag mal, wie nennt ihr das ganze Gebilde? Also wir sagen, also ich habe das so genannt, es ist ein Troddel. Ein Troddel Weintrauben. Das ist jetzt nicht unbedingt aus einer Weinbauregion der passende Begriff. Also das Ganze ist eine Traube und das Einzelne ist die Weinbeere. Nein, das nennt man Beere? Das ist eine Beere, ja. Ich habe immer gesagt, das ist eine Traube. Und das ist halt ein Troddel. Ja, aber ganz ehrlich, wusstet ihr das, dass man das gar nicht Traube nennt, sondern Beere, das Einzelne? Ja. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Weinregion hier. Alle außer mir. Aus der Region. Wissen Sie zu Hause wahrscheinlich auch alle. Aber wir freuen uns ja, wenn wir Wissen weitergeben können. Ja, genau. In Kaup wird zu 60% Riesling angebaut. Peter verwendet aber auch spezielle Reben, die ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Ich habe frisch gepflanzt, weiter unten am Hang, Hibernal. Das ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, wo wir also keinen Pflanzenschutz mehr machen müssen. Gibt's die wirklich? Die gibt's wirklich und die sind aber nicht alle so geschmacklich, dass der Kunde das auch akzeptiert. Aber es gibt eben noch keine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, die wie Riesling schmeckt. Deshalb bleiben wir natürlich auch noch beim Riesling. Das ist mit eines der Erkennungsmerkmale für die Region. Wer von euch ist Riesling-Fan? Ja, da sagt der ein oder andere immer die Säure, die Säure, die Säure. Aber das stimmt auch so nicht mehr. Also vor 30 Jahren hatten wir Rieslinge mit 9 Promille Säure im Glas. Heute haben wir Rieslinge mit 6, 6,5 Promille Säure im Glas. Das ist dann schon eher wieder die Range wie auch der Grauburgunder. Und dann ist das Problem oder die Angst völlig unbegründet. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vor Riesling. Wir probieren das einfach. Aber, wir probieren das und dann wird das. Ja. Ja? Lass ich mich vielleicht überzeugen.
Man soll ja Angst immer überwinden. Ja, voll. Und wir sind total bereit, heute unsere Angst vor diversen Weinsorten zu überwinden. Dann werden wir das tun. Wie nennt ihr das hier? Frühshoppen, ne? Ute, du lebst Yes. Riesling, oder? Direkt neben dem Kauber Bahnhof hat Peter seine Straußwirtschaft. Ja. So, dann kommt mal in unseren Keller. Den Weinkeller hat Peters Urgroßvater mit Helfern selbst in den Schiefer geschlagen. Er wusste sich, nachdem er kurz vor dem Zweiten Weltkrieg keine Baugenehmigung bekam, nicht anders zu helfen. Heute ist der Weinkeller wohltemperiert das ganze Jahr über. Prost. Prost. Das ist aber gut. Der ist lecker. So, Riesling. Hat mich überzeugt. Der ist fruchtig. Ich kenne mich ja leider nicht so gut aus. Also entweder es schmeckt mir oder nicht. Und der schmeckt sehr lecker. Aber zu welchem Essen würdest du das als Foodie kredenzen? Fisch? Geht. Ja. Aber also klassischerweise hätte ich jetzt hier eher eine Wildschweinsülze oder sowas. Also so ein Ehrlich? regionales Produkt, ja. Ich kann mir den auch gut zu Reibkuchen oder zum Dippekuchen vorstellen. Auch. Ja. Und wenn alle Stricke reißen, Spundekäse und Brezelchen. Spundekäse geht immer. Geht immer. Das ist ganz klar. Zieht jede Spundekäse geht Wein. immer. Was genau ist das? Spundekäse ist mit Frischkäse, mit Paprika, Zwiebel, Knoblauch und den essen wir mit Brezelchen und mit Käse. Wenn wir Planwagenfahrten machen durch die Weinberge, lassen wir uns von einem Traktor ziehen, trinken 1 bis 12 Wein und dann essen wir Spundekäse dazu. Ja. Das hört sich gut an. Das ist eine schöne Tradition und ich finde auch manchmal, wenn man so durch Italien reist und so, und du hast immer Aperitivo und wir feiern das dann so als Deutsche Vita. Aber ich finde, manchmal kommt viel zu kurz, was wir eigentlich für eine schöne Kultur haben, gerade auch mit Frühshoppen. Wie cool, sich einfach um 11 Uhr auf den Marktplatz zu stellen und eine Schorle zu trinken. Das ist richtig, mir macht das Spaß. Das sollte Spaß machen, auf jeden Fall. Ja. Guck mal, geht schon los. Ein echtes Abenteuer wartet jetzt auf uns. Rhein geht auch aufregend. Rafting. Aber nicht auf einem Gebirgsfluss, sondern mitten im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die erste Frage, die heute rausgeht an euch. War denn ja schon mal Rafting gemacht? Ute. 3, 2, 1 und... 1. Alle machen mit. Und 1. Und 1. Trockenübung. Wichtig dabei gleichzeitiges rhythmisches Paddeln. Und das auf beiden Seiten. Sonst wird geradeausfahren unmöglich. Voll anstrengend. So, macht mal eine Pause, Wie geht's euch? Ja, Gut. Schaut euch mal vorne die Yacht vorne an. Die ist hier vor ein paar Tagen hier auf Grund gelaufen. Hast du eigentlich jeden Tag einen anderen Pegel, ein anderes Revier. Und wenn du nicht ortskundig bist, ist das wirklich ganz, ganz gefährlich, hier außerhalb den Tonnen unterwegs zu sein. Ja, und das, als Laie sieht das jetzt relativ tief aus, aber könnt man die Paddel mal reinstechen. Hier ist der Boden. Ja, das ist maximal 1 Meter. Ja, und es fängt wirklich erst ab der roten Tonne ist, auch wenn die teilweise echt 1/3 mehr drüben ist wie Zeig's gerade dem André. auf der Seite. So, mal beide Seiten hier. Wir treiben kaum noch. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Habt ihr noch Lust und Kraft? Ja, klar. Okay, dann beide Seiten mal Vollgas. Okay. Dass wir in die Strömung kommen. Und Der niedrige Wasserpegel wird oft unterschätzt. Ein Felsen knapp unter der Wasseroberfläche würde unser Gummiboot aufschlitzen. Vorsicht ist geboten. Da steht drauf Hagen ATW. Das könnte Hagen am Teutoburger Wald sein. Der ist nicht ortskundig gewesen. genau. Und das ist ganz gefährlich, als Nicht-Ortskundiger hier außerhalb den Bojen zu fahren. Deswegen würde ich immer zwischen der roten und der grünen Tonne unterwegs sein. We just do what we supposed to do. We shut it down. Ich finde das ganz spannend, wie sauber ist der Rhein. Also ich finde, es sieht so ein bisschen brühig aus. Ja, Achtung. Oh, ist aber doch jetzt klarer, als ich dachte. Ja, das ist das Rheinwasser. Und das war nicht immer so. Also das war eine Kloake früher. Mhm. Welche Rolle spielt der Rhein für Menschen wie euch, die auch auf dem Rhein arbeiten? Eine sehr, sehr große Rolle. Also ich
wollte den Rhein nicht mehr müssen. Es ist jetzt weniger die Situation, dass man den jetzt jeden Tag hier so als Baderevier nutzt, aber einfach, sag mal, so die Weite zu haben und das direkt vor der Haustür zu haben, das bedeutet mir eigentlich alles. Ich bin auch von hier und bin auch dementsprechend sehr heimatgebunden, ja. Man liebt den Rhein. So, wenn ihr mal die Tonne beobachtet, was fällt euch jetzt auf? Wow. Ganz schön laut, oder? Ja, wir haben jetzt hier ungefähr so 9 bis 10 km/h Fließgeschwindigkeit. Ja, das hat man jetzt mal akustisch an den Tonnen gehört. Und wenn ihr mal weiterhin das Wasser beobachtet, so links und rechts beim Boot oder vom Paddeln, ist es weiterhin vom Gefühl relativ ruhig. Ja, und das ist jetzt hier wirklich teilweise schneller wie so beim Gebirgsfluss. Also wenn die Ötz bei Normalstand 8 bis 9 km/h hat, geht der Rhein hier hoch bis auf 10 km/h. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Oh, hier ist aber schon ein bisschen Wildwasser jetzt, ha? Ja, genau. Wenn man mal jetzt das Ufer mal als Vergleich nimmt. Wer hat die Reisekaugummis? Wird dir schlecht? Wir gehen noch. Der Erste bricht sich jetzt gleich über die Reling. Ute, ich steuere das. Komm, beide Seiten. Du machst das doch hin. Ach so. Ute, heute musst du mal auf Kommando hören. Da steht Hotel. Darf man da schlafen? Da darf man, ja, die war lange privat. Die ist jetzt seit kurzem im Hotel. Da kann man drin schlafen. Oh, das probiere ich aus. In der Burg wollte ich schon immer mal schlafen. So, geradeaus habt ihr jetzt die Pfalz auf dem Grafenstein. Also wir sagen hier umgangssprachlich die Pfalz Grafenstein. Wenn ihr es genau nimmt, das ist die älteste Rheinburg. Ja, das Dach ist mal neu gedeckt, die wurde mal neu gestrichen, aber die Grundmauern sind die ältesten vom Rhein. Das Spannende ist, wenn wir jetzt hier vorbeitreiben, wenn ihr euch den Turm mal betrachtet, der hat so 5 Ecken in Flussrichtung. Also früher war der Rhein öfters zugefroren, stellt euch vor. Ja, und dann habt ihr hier ganz große Eisschollen, die im Rhein treiben, dass der Turm fähig war, diese quasi zu brechen. Und die haben erst dann 300 Jahre später angefangen, die Mauern drumherum zu bauen. Die Burg Pfalz-Grafenstein war ursprünglich eine Zollburg. Sie hatte die Aufgabe, die Einnahme des Schiffszolls in der Zahlstelle in Kaup zu überwachen. Für Besucher ist die Burg von Februar bis September geöffnet. Bei Hoch- oder Niedrigwasser bleibt sie geschlossen. Kennt ihr den Mäuseturm bei Bingen? Also Ja. so ungefähr kann man sich vorstellen, stand der Turm quasi hier in der Mitte vom Rhein, gebaut vom Ludwig dem Bayer. Ja, hier wurdest du dann gebeten, Zoll zu bezahlen. Also hier wurdest du dann zur Kasse gebeten. Bei uns in Bingen war letztes Jahr so wenig Wasser im Rhein, dass ich rübergelaufen bin zum Mäuseturm. Letztes Jahr war auch nochmal Niedrigwasser. 18, 19 auch. Ja, Richtig krass. Also es sah super geil aus. Bist du aus Bingen? Nee, aus Bad Kreuznach. Aber ich bin oft in Mainz und in Bingen. Okay. Ja, und da konnte ich rüberlatschen. Ja. 1929 war der Rhein das letzte Mal zugefroren. Viele Menschen nutzten das, um zu Fuß zur Pfalz Grafenstein zu gelangen. Das kleine Städtchen Kaup ist durch die millionenfach fotografierte Zollburg Pfalz-Grafenstein international bekannt geworden. Kaup hat die größte Weinbaufläche am Mittelrhein und war früher auch der Hauptsitz des rheinischen Schieferbergbaus. Wir sind zurück bei Peter Bahles. Sein Weinhaus ist von März bis November geöffnet. Für uns eine willkommene Gelegenheit, mit der Wandergruppe den letzten gemeinsamen Abend zu genießen. Yay! Feuerwerk! Ihr wart wieder tapfer heute. So, Ute, ganz ruhig bleiben. Einmal die Wisperforelle mit Bratkartoffeln. Blutwurst? Ja. Vorsicht, das Fännchen ist sehr heiß. Danke. Bitte schön, und die Spiegeleier. Bitte schön, habt ihr alle? Ja. Spundekäse, das ist was ganz Regionales, also angemachter Frischkäse. Da hat jedes Haus sein eigenes Rezept, das gebe ich natürlich jetzt auch nicht preis. Bratene Blutwurst, das gibt es nicht nur als Flöns in Köln, nein, das gibt es auch bei uns hier selbstverständlich. Ja. Und Wurstsalat, Bratkartoffeln, das ist eigentlich der Klassiker hier. Das ist einfach so. Und was die Ute da hat, die Pfalzplatte, das ist quasi einmal durch die Küche, von allem ein bisschen was, deftig. Da kann man ein Glas Wein mehr trinken hinterher. Nimm ordentlich.
Ja. Also mehr? Ja. So? So. Ja. Und Das wenn ist du aber dann, lecker. Ja, das ist saulecker. Und danach solltest du sicherstellen, dass jeder in deinem Umfeld auch Spundekäse gegessen hat. Warum? Weil sehr viel Knoblauch und Zwiebel. Oh. Und du pupst morgen. Ich pupse morgen. Auch. Ja, auch Okay. ich auch, ja. Also hier, das ist sowas, was ich von meiner Mutter und von Oh. meiner Oma kenne. Ganz typisch. Gebackene Blutwurst mit Bratkartoffeln oder zur Aber das Kartoffelsuppe andere oder das ist was ganz Klassisches, aber ich glaube überall im Rheinland. Lecker. Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist deines Nacht, der Mund zu jeder Stunde, das kranke Herz, es wird gesund, komm, ich lade dich ein. Einmal am Rhein. Ute hat noch eine Überraschung für uns vorbereitet. Schulter. Ute ist Mitglied einer Gruppe, die mittelalterliche Musik spielt. Sie ist mit ihr schon bis nach Japan gereist. Auch in Kaup gibt es die Möglichkeit, auf die andere Rheinseite zu fahren. Fährmann André Kimpel betreibt diesen Beruf in 2. Generation. Ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwann mal weg bin und dann doch wieder hier ins Rheintal zurückkehre. Meine Burg, die Pfalz-Gravenstein, wieder sehe, bin ich immer wieder ganz froh und weiß dann, dass ich eigentlich wieder ganz gut gelandet bin. Und ich frage mich halt immer, warum man eigentlich so weit wegreist, wenn man doch eigentlich das Gute vor der Tür hat hier. Von einem Ufer zum anderen fahren und wieder zurück ist für André alles andere als langweilig. Man erlebt bei jeder Fahrt immer wieder was Neues, es kommen immer wieder andere Gäste, kommen andere Fahrzeuge und man wird immer wieder herausgefordert von der Schifffahrt, vom Wasser und vom Strom. Man ist den Naturgewalten hier ausgesetzt. Vor kurzem gab es eine dramatische Situation. Silvester hatten wir ein Wohnmobil, das hier den Rampen runtergefahren ist und über den Rampen hinaus ins Wasser reingefahren ist und abgetrieben ist. Und wir haben mit der Fähre, mit meinem Kollegen hier und noch 2 Fahrgästen, die haben uns geholfen. Wir haben den Mann aus dem Fahrzeug gerettet und haben das Fahrzeug hier unten beigeschoben mit der Autofähre. Und da konnte es dann nachher mit dem Kran geborgen werden. Der Mann war dann auch unverletzt, konnten wir den aus dem Wasser rausziehen und haben ihn dann einen Krankenwagen übergeben. Das war schon ganz spektakulär gewesen. Und es blieb für André Kimpel nicht ohne Folgen. Und ein halbes Jahr später hat uns dann der Verbandsgemeindebürgermeister eingeladen in das Blüchermuseum hier vor Ort. Und da haben wir dann die Rettungsmedaille bekommen. Ja, klar, ist man da schon stolz drauf. Aber das ist halt, ja, ich fand es halt damals als Selbstverständlichkeit. Da konnte man helfen und dann hilft man halt auch. Für Vater Heinz-Dieter ist diese Fähre ein Stück Heimat geworden. Ich kann von zu Hause hier auf die Fähre gucken und ich bin fast jeden Tag einmal hier. Mit der Gefahr, dass ich vielleicht denen auf den Wecker gehe. Tja, und zwischen den Fahrten hat man immer eine kleine Pause. So, jetzt aber hinauf zur Burg Gutenfels. Dort kann man übernachten. Da, ganz oben, möchte ich hin. Also, sage ich jetzt noch. Aber der Aufstieg ist, glaube ich, ganz schön steil. Vielleicht möchte ich dann nicht mehr. Du Schande.
Burgverwalter Alexander Gessner holt mich ab und führt mich in die Burg Gutenfels. Die kann man auch mit dem Auto erreichen, aber ich bin schließlich zum Wandern hier. So, ich kann wieder atmen und damit auch sprechen. Meine Sehr Güte, gut. der Aufstieg ist ja wirklich, also das muss man wollen, ne? Genau, Hier ankommen. ja. Aber dann schmeckt der Wein gleich umso besser. Die am Rheinsteig gelegene Burg ist seit 2022 ein Burghotel und bietet eine romantische Übernachtungsmöglichkeit. Im 15. Jahrhundert gab es eine mehrwöchige Belagerung hier in Kaup und auf der Burg Gutenfels. Und die Burg Gutenfels hat standgehalten und daher kommt auch der Name Gutenfels. Vorher war es nämlich noch die Burg Kaup. Und dann ist es wahrscheinlich so gewesen, wie man das aus den Ritterfilmen kennt. Ne? Hier oben haben welche gestanden, von unten wollten welche hoch. Genau, oder? richtig. Das kann man sich nur schwer vorstellen heutzutage. Ne? Ja. Die Burg konnte den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges nicht standhalten und wurde stark beschädigt. Im späten 18. Jahrhundert baute man das Gemäuer wieder auf und renovierte die Burg. Hier vorne, die Tür, das ist unsere kleine Kapelle. Das habt ihr auch? Ja, natürlich. Kann man da Ja. heiraten? Wir haben geheiratet. Und ich habe tatsächlich meine eigene Hochzeit da letztes Wochenende gefeiert. Nein, du bist frisch verheiratet? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist aber toll. Och, wie niedlich. Das ist die Kapelle? Das ist unsere kleine Kapelle. Och, das ist aber wirklich sehr niedlich. Das ist urig, ne? Total. Kann man hier unter dieser Kuppel dann heiraten? Genau, da haben wir auch gesessen. Auf der einen Romantisches Ecke habe halt's ich nicht aus. gesessen, auf der anderen meine Frau. Ja? Vorne dran dann die freie Traurednerin in dem Fall. Aha. Und wie war das für die freie Traurednerin? Toll. Ist ja auch ein besonderes Ambiente, Die ne? kennst du, die freie Traurednerin? Wer war's denn? Die Ute Krassmann. Nein, die Ute? Die Ute. Die Ute ist so ein Tausendsasser. Das ist Wirklich? sie. Auf jeden Fall. Die hat uns hier getraut. Also ich glaube, wer diese Region besucht und Ute nicht kennengelernt hat, der Hat hat was die verpasst. Region nicht kennengelernt. Auf jeden Fall. Ja, das ist eine Nummer, die kennt man hier auch. Unglaublich, die Ute. Schaukel Deluxe? Auf jeden Fall, mit Blick auf die Schönburg. Und hier hat man den perfekten Sonnenuntergang. Es hat sich gelohnt, hier hochzukommen. Der Aufstieg. Ich habe so ein bisschen geflucht beim Hochgehen. Wir haben heute Abend ein kleines klassisches Konzert. Die gibt es bei uns 3-4 Mal im Jahr. Und spielt das sich jetzt ein bisschen warm. Um 19 Uhr haben wir dann heute Abend noch das Konzert. Das ist ja maximal romantisch. Alles nur für dich organisiert. Toll. Wie diese Tür knatscht, wie in so einem Gespensterfilm. Eine richtige Hallo. Burgtür. Das ist meine Tochter, die Mira. Hi, ich bin die Mira. Hallo, freut mich sehr. Freut mich auch. Wohnt ihr auch hier auf der Burg? Genau, ja, wir wohnen vorne im Torhaus. Wenn man reinkommt, da oben drüber haben wir so ein bisschen einen Privatbereich, wo dann auch keine Gäste hinkommen, dass man zumindest so ein bisschen abschalten kann. Mhm. Wie ist das für dich, Mira? Du bist ja jetzt so eine Art Burgfräulein, ne? Ja, das stimmt. Also es ist schon ganz schön, das ist was Besonderes. Also manchmal ist es natürlich doof, wenn man keinen Führerschein hat, immer laufen zu müssen. Oh ja. Aber ja, es ist sehr, sehr schön. Es ist, nicht jeder hat so einen Rhein vor sich, wenn man aus dem Fenster guckt. Das ist schon noch Lebensqualität, oder? Wenn man hier die Burg verwaltet. Ja, es ist was Einzigartiges. Komm rein, hier ist die Stube Stein.
Ein richtiges Prinzessinnenbett. Oh ja. Ist das ein richtiges altes oder ist das ein Nachbau? Nein, das ist alt. Wirklich? Das ist Ja. aber mega gut gehalten, ne? Ja. Der Vater vom Besitzer, der hat Burgen geliebt und halt auch alte Möbel. Auch da hinten der Stuhl. Das sind alles, ich weiß nicht, wo man so Sachen kriegt, aber Stück für Stück. Deswegen ist die ganze Burg auch wirklich authentisch eingerichtet. Und jedes Zimmer ist komplett individuell. Du passt hier rein, ne? Nicht ganz. Ich nutze die Löcher hier unten. Ach, du musst die Füße Ich habe es durchstecken. wirklich ausprobiert, mal auch, wenn ich natürlich auch meinen Sohn, ich wollte mich auch mal fühlen wie eine Prinzessin. Und ich stecke die dann hier durch. Der Burgbesitzer ist heute ebenfalls da. Wie kommt man auf die Idee, sich eine Burg zu kaufen? Ja, die Idee, eine Burg zu kaufen, die hatten wir schon früher. Da haben wir dann die Burg Lichtenfels gekauft, in Nordhessen. Und meine Eltern sind auf die Idee gekommen, es bräuchte noch eine zweite Burg. Und dann irgendwann haben sie eine zweite Burg gekauft. Und ja, die habe ich jetzt halt geerbt. Und da war die Frage, was machen wir mit zwei Burgen? Und mein Vater hat sich immer gewünscht, dass beide im Familienbesitz bleiben. Da haben wir dann überlegt und haben hin und her gedacht und hin und her geschoben. Da haben wir gesagt, machen wir ein Hotel daraus. Das war jetzt nicht die originellste Idee, weil viele Burgen sind halt irgendwie ein Hotel geworden. Aber wir haben halt den Anspruch gehabt, mit einem kleinen Hotel mit 5 Zimmern, mit einfach diese Freude, diese Burg einfach ausstrahlt, herüber zu transportieren und unseren Gästen halt zu vermitteln. Um mit Leben zu füllen, ne? Ja, Wahrscheinlich klar, das auch ist wieder. natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich schlafe heute Nacht auch hier. Sehr schön. Ja, um mal zu gucken, wie sich das so anfühlt, werde ich heute Nacht komische Geräusche hören. Knatschende Türen, rasselnde Ketten. Sie werden irgendwas bestimmt hören, aber Rede von ich glaube, Gespenstern. spuken tut's hier nicht. Nee? Aber der eine oder andere hat hier schon komische Energie wahrgenommen. Das ist zumindest das, was mir zugetragen wird. Ja? Du nix so? Ja. Spürst du komische Energie? Ja, durchaus. Ganz besonders in einem Zimmer. Das mag ich nicht so doll. Welches? Natürlich deins. Wirklich? Nein. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Und jetzt ist es Nacht geworden. Hier auf der Burg mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach den Gespenstern. Der Mond scheint. Und ich habe noch kein Gespenst gesehen. Wieder geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Ich versuche jetzt Schlaf zu finden in dieser alten Burg. Bis morgen. Gute Nacht. Unsere letzte Etappe auf dem Rheinsteig. Von Kaup nach Rüdesheim, vorbei an vielen wunderschönen Burgen. Und wir werden später noch Klosterschwestern treffen, die den Wein lieben. Von Kaup nach Rüdesheim sind es gute 20 Kilometer. Das Besondere, 10 Burgen säumen den Weg, davon 8 auf der gegenüberliegenden Rheinseite in Rheinland-Pfalz. Oberhalb von Rüdesheim das monumentale Niederwalddenkmal, das an die Einigung Deutschlands 1871 erinnert. Die Germania ist das Symbol für die germanischen Völker. Die kleine Stadt Rüdesheim ist auch international sehr bekannt und beliebt. Knapp 25% der Besucher kommen aus dem Ausland, viele aus den USA und Japan. Mitten im Zentrum von Rüdesheim fährt eine Gondelbahn hoch zum Niederwalddenkmal. Heute ist ein besonderer Tag.
Alle Weinmajestäten, Königinnen und Prinzessinnen aus dem Rheingau treffen sich an dem Denkmal. Fotoshooting mit Weingenuss. Inmitten der Weinberge die Abtei St. Hildegard, benannt nach Hildegard von Bingen. Die Abtei ist ein Benediktinerinnenkloster und seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal. St. Hildegard ist das einzige Klosterweingut in Deutschland, in dem Ordensfrauen aktiv mitarbeiten. Das ist ein schöner Blick. Das ist gigantisch, oder? Ja. Und das ist bei jedem Wetter, an jedem Tag anders. Ich finde es fantastisch einfach. Und was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie raustreten? Ist es schön, diese Schöpfung? Oder, mein Gott, was macht das Wetter mit meinen Trauben? Kommt auf die Jahreszeit drauf an. Aber ich finde einfach diese Weite, das ist etwas, was mein Herz weit macht. Ich komme aus dem Norden, zwar nicht direkt vom Meer, aber ich finde, diese Weite macht was mit einem Menschen, wenn man in die Weite gucken kann. Ja. Das ist für die Seele gut. Also das ist eigentlich mal der erste Gedanke. Und dann natürlich jetzt sind wir in der Jahreszeit, wo es auf die Lese zugeht. Da hat man schon einen Blick auf den Himmel und auf das Wetter, wie sich das weiterentwickelt. Wir hatten dieses Jahr viel Regen. Jetzt bräuchten wir ein bisschen mehr Sonne, damit die besser reifen, die Trauben. Darf man das dann so im Gebet einmal um etwas mehr Sonne bitten? Natürlich. Ja? Für die Trauben? Gebet gehört dazu auch. Ja. Ist der Schöpfungsauftrag, wir bearbeiten das, aber das Letzte, dass es gut gedeiht, kommt von woanders her. Da können wir nicht dran drehen, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, Licht an, Licht aus. Das kommt woanders her. Hier im Kloster gibt es jeden Sonntag, außer in der Advents- und Fastenzeit, ein Glas Wein für jede Schwester. Den sucht Schwester Thekla immer passend zum Essen aus. Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeit mit den Trauben Sie noch näher ranbringt an Gott, weil Sie so einen engen Kontakt mit der Schöpfung haben? Es erdet, finde ich. Also es erdet in dem Sinne, dass man im Jahreskreislauf eingebunden ist. Wie wir eben sagen, vom Wetter, dass man vom Wetter abhängig ist. Und man tut was mit seinen Händen. Also ich liebe das eigentlich, in der Erde zu wühlen. Ach Gott, also, wir haben ganz viel gemeinsam. Echt? Was bauen Sie denn für Trauben genau an? Wir haben hauptsächlich Riesling. Das ist ja für den Rheingau die typische Ganz Rebsorte typisch, ja. und ein Spätburgunder. Das ist jetzt ein Riesling. Darf ich probieren? Natürlich mal die Beeren abziehen. Man merkt schon, die werden weich. Schon süß? Ja. Echt? Ja. Dann probiere ich auch. Wir gehen eigentlich so Ende September, Anfang Oktober durch die Weinberge und probieren die Trauben. Die einzelnen Beeren, die Trauben. Wenn die schmecken, schmeckt der Wein auch. Wenn nicht, schmeckt der Wein nicht. Wir gucken uns die Kerne an. Die Kerne sind jetzt noch hell und grün. Wenn sie in die Reifephase gehen, werden die braun. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie reif sind und dass sie sich gut von Fruchtfleisch lösen. Vor ihrem Klostereintritt hatte Schwester Thekla keine Ahnung, wie man Wein herstellt. Erst hier hat sie eine Ausbildung zur Winzergesellin gemacht. Jetzt leitet sie das Weingut. Der ist in einer besonderen Flasche, die auch besonders verschlossen ist mit einem sogenannten Glasstopfen. Das habe ich noch nie gesehen. Man kann die auch wiederverwenden. Ja, drücken Sie drauf, feste. Das muss aber klack machen. Feste. Ja, ich traue mich nicht. Ich will Doch. nicht da unten so in Dann eine ist die Schwester nämlich zu. reindrücken. Ich habe schon Kraft in den Armen, kein Problem. Dann ist die Flasche auch wirklich zu. Also Ja. man kann es wiederverwenden. Ja, das ist toll. Und sieht auf dem Tisch halt auch aus. Das ist jetzt auch ein Riesling von 2022. Wie gesagt, feinherb. Zum Wohl. Zum Wohl. Erstmal riechen und dann schmecken und im Mund nicht gleich runterschlucken, sondern ein bisschen den Mund austapezieren damit. Hallo. Hallo. Tagchen. Judith. Miteinander. Hallo. Freut mich. Guten Hallo. Abend. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Das glaube ich. Beim schönen Glas Wein bei dem Wetter ist ja alles wunderbar. Wie ist das denn so, mit so vielen Frauen zusammenzuarbeiten? Es war noch kein Problem. Ich bin jetzt über 30 Jahre hier als Winzermeister im Kloster und es macht mir bis heute immer noch Spaß und von daher alles wunderbar. Es ist wirklich. Frag ihn gleich noch mal, wenn wir so ganz alleine sind. Das will ich auch sagen, wenn wir zu zweit sind. Nein, ich habe es gesehen, es war ehrlich. Absolut ehrlich, 100%. Sonst wäre ich schon 30 Jahre hier, genau. Bis heute leben die Benediktinerinnen in St. Hildegard nach über 1400 Jahre alten Ordensregeln, die auf den heiligen Benedikt zurückgehen.
Liebe zu Gott und Menschlichkeit. Neben dem Weingut gibt es eine Restaurierungswerkstatt für kirchliche Archivalien, eine Goldschmiede, eine Keramikwerkstatt und einen Klosterladen. Das alles bildet die wirtschaftliche Grundlage des weltberühmten Klosters. Ja, und da kann man halt alle Weine, die da sind, probieren. Das produzieren Sie alles hier im Kloster mit Ihren eigenen Weinbergen? Ja. Alles? Alles. Das ist ja der Wahnsinn. Na gut, wenn Sie die verschiedenen Jahrgänge nehmen, die wir haben, man muss sagen, um eine Regalreihe ist ein Jahrgang. Und dann die verschiedenen Qualitätsstufen und immer trocken, halbtrocken, mild. Kommen Sie sehr schnell auf diese große Auswahl. Ist auch ein besonderes Etikett. Sollen wir den auch noch mal probieren? Auch noch mal probieren? Ich habe ihn schon hier. Ach, Mensch. Dankeschön. Den können wir. Dankeschön. Prost. Zum Wohl. Oh ja, das ist ja total mein Ding. Ich liebe ihn, ja. Und der hat hinten raus noch die Süße, die Säure, deswegen ist es nicht. Ja, der ist ganz toll. Mm. Das habe ich nicht gedacht, als ich auf meine Wanderreise gegangen bin. Ne? Habe ich nicht gedacht, dass ich in einem Kloster meinen Lieblingswein entdecken würde. Tatsächlich. Alles so kleine Entdeckungen hier. Mönche und Nonnen wussten schon immer, was gut ist. Bis zu 50.000 Flaschen Wein produzieren die Schwestern im Jahr. Die Rüdesheimer Drosselgasse gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Rund 3 Millionen Besucher drängen sich jährlich durch die enge Gasse mit Fachwerkhäusern, Restaurants und Weinläden. Also ich bin jetzt eine Woche unterwegs und habe sehr viel Wein getrunken und es war immer Riesling. Ich bleibe dem Riesling jetzt treu. Alles klar, dann hol ich dir mal was. Danke. Der Wein spielt entlang des Rheinsteigs eine große Rolle. Meine Empfehlung, in Maßen genießen, dann gelingt das auch mit dem Wandern. Kommen viele Wanderer hier auf ihrer Tour vorbei, um hier einen Abschluss zu feiern, so wie ich? Ja, absolut. Also es ist generell bei uns hier ein sehr gemischtes Publikum, was wir haben. Wir haben viele Einheimische, wir haben Gäste aus aller Welt. Vorhin waren Amerikaner zum Beispiel auch da. Rheinsteigwanderer sind hier bei uns viel unterwegs. Das erkennt man meistens auch dann gerade, die den ganzen Rheinsteig machen an Rucksäcken, die wirklich dann so groß sind entsprechend. Die dann über Nacht dann hier einkehren und dann auch wieder weitermachen. Und in welchem Zustand kommen die Wanderer an? Von bis. Von bis? Ich habe mich ganz gut gehalten, oder? Für eine Woche. Auf jeden Fall, also. Eine Woche Wanderung am Rheinsteig liegt jetzt hinter mir und ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl ich Anfängerin bin. Mir tun die Füße ein bisschen weh, also so bis hier die Füße, die ganzen Beine, weil ich einfach so viel gelaufen bin wie noch nie in meinem Leben. Aber es war toll, es war ganz viel Natur um mich rum, was ich sehr liebe. Es waren tolle Menschen da und es gab immer lecker was zu trinken. Ich bin jetzt ein Riesling-Fan nach dieser Woche und es wird nicht meine letzte Wanderung gewesen sein. Prost!